Ihr wollt richtig heißes Gelände für eure Spielplatte? Und zwar ohne aufwendige Bemaltechniken oder Airbrush-Einsatz? Dann viel Spaß mit diesem Bemaltutorial und damit moin moin und herzlich willkommen zum TWS. Zu den Themen Feuer und Lava habe ich euch ja schon einige Tutorials präsentiert. Spielplatten, Vulkane, Feuerwände, Monster, doch feurig heißes Gelände wie aus der allertiefsten Hölle fehlte bislang noch. Zum Glück brachte mich mein Freund Jeremy von Blackmagic Craft kürzlich auf eine zündende Idee. Denn für das neue Geländeset für sein düsteres Tabletop-Spiel Idols of Torment startete er einen kleinen Aufruf, es doch gerne anders zu bemalen. Okay, Challenge angenommen. Selbstverständlich müsst ihr zum Nachmalen nicht die Dateien oder einen 3D-Drucker besitzen. Ihr könnt stattdessen gerne auch selbst gebasteltes Gelände nehmen und daran mit Kleber und Spachtelmasse zum Beispiel Rindenstücke befestigen. Oder Felsen aus Rindenmulch basteln, um sie dann höllisch heiß zu bemalen. Ansonsten findet ihr das neue Idols of Torment Gelände auf MyMiniFactory und im Shop von Blackmagic Craft. Alles, was ihr dann zum Bemalen braucht, sind ein paar Farben, Glanzlack und ein Make-up-Schwamm zum Tupfen. Ausführliches zur Tupftechnik habe ich euch übrigens oben und in der Videobeschreibung verlinkt. Startet mit einer weißen Grundierung, zum Beispiel aus der Spraydose. Bevor es dann ans Feuer geht, müssen auf dem Idols of Torment Gelände aber noch die Steinelemente bemalt werden. Dafür mische ich eine Grundfarbe aus Schiefergrau und Schwarz an, um sie möglichst genau auf die Steinelemente aufzutragen. In die nasse Grundfarbe tupfe ich dann hier und da ein wenig Schwarz und Erdbraun hinein, um Abwechslung zu erzeugen. Danach stelle ich 4 Farben bereit: Schiefergrau, einen Mix aus Schiefergrau und Hellgrau, einen Sandton und Hellgrau. Damit werden nun nacheinander die Steinelemente betupft. Und je heller die Farbe, desto vorsichtiger und dezenter wird getupft. Also zunächst großzügig das Schiefergrau auftupfen, dann etwas vorsichtiger den Mix aus Schiefergrau und Hellgrau, die Sandfarbe nur noch ganz dezent hier und da, um mit dem Hellgrau schließlich letzte Akzente und Highlights an den Kanten zu setzen. Das könnt ihr auch gerne mit einem weichen Pinsel und der Trockenbürsttechnik machen. Bevor es nun ans Feuer geht, bessert eventuell übergemalte Stellen kurz mit Weiß aus. Nun braucht ihr folgende Farbtöne: ein gut deckendes Gelb, ein kräftiges Orange, ein dunkles Rotbraun, das altbewährte Schiefergrau und ein Hellgrau. Und nach Möglichkeit noch Glanzlack, um damit später das Glühen der Glut zu verstärken. Bemalt zunächst alles mit eurem Gelb, der heißesten eurer Farben. Einzige Ausnahme sind bei mir die Fugen zwischen den Fliesen und die Kanten zu den zuvor grau bemalten Steinelementen. Diese Übergangsbereiche werden nämlich orange bemalt, weil sie schon etwas kühler sein sollen. Tragt das Orange dabei gerne ein paar Millimeter über das Gelb auf. Und bemalt mit dem Orange auch die Fugen. Es folgt eine Art Trockenbürsten mit dem Orange. Allerdings mit mehr Farbe als üblich, so dass es eher ein feuchtes Bürsten ist. Bürstet dabei so kräftig, dass nur noch die tiefsten Vertiefungen gelb und damit am heißesten bleiben. Und keine Angst, wenn ihr dabei auch mal auf die grauen Steinflächen bürstet. Ein warmer Farbschleier passt hier als Leuchteffekt total gut. Nehmt nun das Rotbraun und tupft damit gezielt auf die erhöhten Stellen eurer Glut bzw. des Feuers. Dies sind damit die bislang kühlsten Bereiche der Glut. Zum Abschluss malt ihr noch etwas Gelb in die breitesten Fugen zwischen den Fliesen. Gerne in 2 Durchgängen, wobei ihr beim zweiten Mal das Gelb etwas mehr mit Wasser verdünnt, so dass es transparenter wird. Es folgt eine dünne Schicht Glanzlack über alle feurigen Flächen. Das muss übrigens nicht allzu genau sein, Hauptsache die grauen Fliesen bleiben vom Lack verschont. Als nächstes geht es darum, die Kanten der Glut weiter abzukühlen bzw. kühler darzustellen. Dafür tupft ihr mit dem Schiefergrau vorsichtig und nur auf den erhöhten Stellen eine dezente Farbschicht auf. Und dadurch, dass das Schiefergrau matt ist, entsteht zudem ein zusätzlicher Kontrast zu den glänzend glühenden Flächen. Den Abschluss bildet ein besonders vorsichtiges Tupfen mit dem Hellgrau auf die schiefergrauen Spitzen. Und damit wäre euer feuriges Höllengelände auch schon spielbereit. Vielen Dank nochmal an Jeremy für die Challenge und das coole Geländeset.
Wer sich die Dateien runterladen oder Idols of Torment ausprobieren möchte, findet alle entsprechenden Links in der Videobeschreibung. Aktuell gibt es das Regel-PDF sogar gratis. Viel Spaß ansonsten beim Nachmalen und wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis dann!